Wir sind im Osten Deutschlands unterwegs und zwar sind wir jetzt auf der Fahrt von Lindow, das ist nördlich von Berlin, in Richtung Süden, und zwar fahren wir nach Thüringen zur kleinen Stadt Eisenberg. Wir haben Ende Juni, es ist ein Sonntag, es war viel Verkehr hier auf der Autobahn, besonders im Außenbereich von Berlin. Aber wir haben ja nur 280 Kilometer, von daher war das kein Problem. Wir haben jetzt die Autobahn verlassen und sind jetzt auf der direkten Anfahrt zur Stadt Eisenberg und damit auch zur Anfahrt des Stellplatzes. Die Stadt und auch der Stellplatz liegen nicht weit entfernt von der Autobahn, und zwar von der Autobahn A9. Um zum Stellplatz zu kommen, müssen wir durch die Stadt fahren. Die Stadt Eisenberg hat ca. 11.000 Einwohner, ist eine Kreisstadt und liegt zwischen Jena und Gera. Es gibt keinen besonderen Grund, weshalb wir diesen Stellplatz anfahren. Wir haben nur einen Stellplatz gesucht, der in der Autobahnnähe ist, und so sind wir auf diesen Stellplatz gekommen. Er ist eben nicht weit entfernt von der A9. Wir haben diesen Stellplatz in der App von Camperkontakt gefunden, aber ich habe auch auf die Internetseite der Stadt Eisenberg geschaut und da wurde auch der Platz beschrieben. Man darf dort maximal 48 Stunden stehen und eine Reservierung ist nicht möglich. Jetzt haben wir den Stellplatz erreicht. Rechts hier ist die Einfahrt. Man sieht gerade, ein Camper kommt dort raus mit Anhänger. Lassen wir den erstmal raus und dann fahren wir rein. Es ist Sonntagnachmittag und das ist immer so eine Zeit, wo einige Camper abreisen. Alle, die am nächsten Tag arbeiten müssen, fahren meistens Sonntagnachmittag in die Heimat und so ist dann ein Stellplatz oft nicht mehr so ganz voll. Man sieht es jetzt auch hier, es sind genügend freie Plätze vorhanden. Der erste Eindruck ist positiv. Wir sehen hier die Plätze mit jeweils einem kleinen grünen Streifen zwischen jedem zweiten Platz. Das lockert die ganze Sache etwas auf. Man sieht auch, das Umfeld da ist viel grün. Also wer hier mit dem Hund kommt, auch kein Problem. Hier großen Auslauf. Es gibt hier insgesamt 8 Plätze. Die waren am Abend dann auch alle belegt. Sollte der Platz voll belegt sein, weist man hier 2 weitere Stellplätze aus, wo man dann zur Not hinfahren kann. Finde ich ganz gut. Direkt an der Zufahrt ist die End- und Versorgung und da hinten in den Büschen, dort steht auch der Parkautomat. Die Platzgebühr beträgt für 24 Stunden 5 €. Das finde ich schon mal sehr positiv. Es gibt allerdings auch was Negatives, und zwar die Frischwasserzapfanlage. Die ist defekt und das soll auch schon länger defekt sein, so wie ich das in den Kommentaren in der App gelesen habe. Strom gibt es auch, geht nach Verbrauch, muss man also hier 1 € einwerfen. Ich glaube, dann bekommt man 1 Kilowattstunde. Das Stadtzentrum ist nicht weit. Wenn man über die Straße geht, geht man eine schmale Straße hoch. Dabei kommt man vorbei an einem Tiergarten, einem kleinen Tiergarten. Waren wir nicht drin. Wir sind dann weitergegangen in die Stadt bis zum Zentrum etwa und haben uns dort ein bisschen umgeschaut. Ich habe gesehen, dass es hier mehrere Restaurants in der Stadt gibt. Wer also essen gehen möchte, sollte hier eigentlich was finden. Bei dem Spaziergang durch die Stadt suchen wir auch noch einige Geocache, so haben wir dann natürlich auch noch etwas Bewegung. Am nächsten Morgen, wir haben hier noch entsorgt. Frischwasser konnten wir ja leider hier nicht zapfen. Hatte ich ja erklärt, dass die Zapfsäule defekt ist. Aber wir haben hier gut geschlafen. Auch wenn die Straße hier vorbei führt, man sieht es hier. Aber in der Nacht ist hier kaum Verkehr, so es relativ ruhig ist hier. Jetzt geht es erstmal wieder auf die Autobahn, auf die A9 Richtung Süden, aber nicht sehr weit. Dann geht es weiter auf die A4 und zwar in Richtung Westen, Richtung Gotha. Unser nächstes Ziel ist ein Gasthof,
der in der Nähe von Gotha liegt, nicht weit von der Autobahn der A4 entfernt. Dort gibt es einen einfachen Stellplatz, den wir nutzen wollen. Natürlich nicht nur, um dort zu übernachten, sondern hier gibt es auch eine Geocache-Runde, die wir abfahren wollen, und deshalb nutzen wir diesen Stellplatz. Der Platz ist auch nicht weit entfernt von der Autobahn A4, also kann man ihn auch gut als Etappenplatz nutzen. Es handelt sich um einen einfachen Parkplatz hier neben dem Gasthof. Hier kann man stehen. Der Platz ist kostenlos. Wenn man Strom braucht, das ist hier möglich, bezahlt man 2,50 Euro für Strom. Strom brauchen wir nicht, also können wir hier kostenlos stehen. Es handelt sich nicht nur um einen Gasthof, sondern es ist auch ein Hotel hier und man kann hier auch essen. Es gibt hier auch ein Restaurant. Der Platz liegt auf einer Anhöhe, so dass man einen schönen Blick in die Landschaft hat. Man steht direkt neben dem Hotel. Ich bin hier in dieses Hotel gegangen und habe gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn wir hier stehen. Kein Problem. Man hat noch gefragt, ob wir Strom brauchen. Brauchen wir ja nicht. Und hier sehen wir das Hotel von hinten mit der Terrasse. Dort kann man dann auch essen. Es führt direkt vom Parkplatz aus ein kleiner Weg zum Restaurant bzw. zur Terrasse hin. Das Restaurant hat den ganzen Tag geöffnet, zumindest in dieser Zeit, in der wir dort waren. Wir haben aber am frühen Abend dort gegessen und haben sehr gut gegessen dort. Das vielleicht hier nochmal zur Erklärung. Solche Plätze wie diese sind ja Parkplätze, das muss man ganz klar sagen. Und es ist kein Platz, wo man jetzt längere Zeit verbringt. Das ist für 1, 2, 3 Tage vielleicht was, um jetzt hier die Natur zu genießen, um Radtour zu machen, ein bisschen zu entspannen. Wir sind hier auch mit dem Fahrrad gestartet. Man kann direkt hier von dem Parkplatz aus losfahren, und zwar gibt es hier einen Fahrradweg, der führt dann hier in die Landschaft. Das Hotel oder das Restaurant liegt hier an einer Sackgasse, sodass man hier auch keinen Autoverkehr hat. Es geht hier ein bisschen bergauf und bergab mal, aber das hält sich in Grenzen. Also mit dem E-Bike ist das überhaupt kein Problem. Es gibt in der Region verschiedene kleine Seen. An einem sind wir vorbeigekommen. Auch das ist ohne Probleme mit dem Fahrrad vom Platz aus hier zu erreichen. Der Thüringer Wald ist ja auch ein schönes Wandergebiet. Also wer nicht gerne mit dem Fahrrad fährt, der hat hier auch die Möglichkeit zu wandern. Wir haben bei unserer Tour auch noch einige Geocache abgefahren. Das dauert dann immer so 2, 3 Stunden und dann geht es wieder zurück zum Stellplatz. Der Stellplatz ist ja nicht sehr groß. Hier können vielleicht 4, maximal 5 Wohnmobile stehen. Und es stellt sich auch schon mal so ein kleiner Lieferwagen dazu, der übernachtet hier auch. Wir haben hier 2 Übernachtungen gemacht, dann ging es für uns weiter. End- und Versorgung gibt es ja nicht, hatte ich am Anfang ja gesagt. Für uns auch kein Problem, wir können einige Tage, kommen wir hin mit unserem Frischwasser und haben natürlich auch einen großen Abwassertank mit mehr als 250 Liter und haben auch einen Fäkalientank mit 150 Litern. So das Ganze ist für uns kein Problem, hier einige Tage zu verbringen. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.